Carlos hielt an, um ein Foto zu machen. Das Knistern des Feuers war deutlich zu hören, aber ein leises, unheimliches Geräusch mischte sich in das Knistern. Es war ein dünnes Miauen, das aus dem Rauch zu kommen schien. Carlos spähte in die Flammen, doch konnte nichts erkennen. Es war fast so, als ob das Geräusch aus dem Nichts käme. Dann, wie aus dem Nichts, sah Carlos einen kleinen Schatten, der durch den Rauch huschte. Er richtete seine Kamera genauer auf die Stelle, wo er den Schatten gesehen hatte, und stockte. Dort, am Rand des brennenden Haufens, lag ein winziges Kätzchen, sein weißes Fell glühte, die Flammen schlichen sich um seinen Körper. Nein, stöhnte Carlos, er war wie gelähmt, das Kätzchen bewegte sich nicht, sein Atem war flach. Dann, plötzlich, sprang Carlos zur Tat. Er griff nach einem dicken Ast, der am Straßenrand lag, und zog das Kätzchen vorsichtig aus den Flammen. Das Fell brannte, roch nach Rauch und Asche. Carlos spürte die Hitze, die von dem kleinen Körper ausging. Er konnte das Kätzchen nicht allein lassen. Er durchsuchte den brennenden Haufen und fand 3 weitere kleine Kätzchen. Sie waren erschrocken, aber zum Glück unverletzt. Carlos legte die Kätzchen in eine leere Kiste, die er im Kofferraum seines Autos fand, und fuhr zum Tierarzt. Die Lage war ernst. Das Kätzchen, das er aus dem Feuer gerettet hatte, war in kritischem Zustand. Seine Pfoten waren verbrannt, sein Fell verkohlt. Die anderen beiden Kätzchen, die er aus dem Feuer gerettet hatte, waren unversehrt, aber sichtlich traumatisiert. Der Tierarzt behandelte die Kätzchen. Der kleine Kämpfer, der aus den Flammen gerettet worden war, bekam den Namen Pyro. Manny, das zweite Kätzchen, litt unter Kohlenmonoxidvergiftung und musste im Krankenhaus bleiben. Die beiden anderen Kätzchen wurden nach einigen Tagen gesund entlassen. Carlos besuchte die Kätzchen täglich. Er brachte ihnen Futter und Spielzeug, streichelte sie und gab ihnen Liebe. Es war ihm wichtig, dass sie sich geborgen fühlten, nachdem sie so viel Leid erlebt hatten. Nach einigen Wochen waren die Kätzchen stark genug, um nach Hause zu kommen. Carlos hatte sich in die kleinen Wesen verliebt. Sie waren ein Teil seiner Geschichte geworden, seine Geschichte des Mutes und der Rettung. Er beschloss, alle 3 Kätzchen bei sich aufzunehmen. Wir haben viel gemeinsam durchgemacht, sagte Carlos mit einem Lächeln. Sie sind meine kleinen Helden. Die Kätzchen, die einst am Rande des Lebens standen, hatten ein neues Zuhause gefunden. Carlos hatte ihnen ein neues Leben geschenkt. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.